Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich begrüße euch zum allerersten Video im Jahre 2024. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar reingerutscht und seid gesund und munter und habt euch nichts getan. Über Silvester ist ja immer ganz schön was los da draußen und deswegen auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr auch dieses Jahr natürlich wieder mit am Start seid und mich begleitet. Ich hoffe, dieses Jahr wird mindestens genauso erfolgreich wie letztes Jahr und deswegen Dankeschön fürs mal wieder dabei sein und einschalten. Und ich möchte direkt zum Start des Jahres mit einer Thematik anfangen, die euch so ein bisschen warnen soll, sag ich mal, dass ihr auch im Jahre 2024 weiterhin behütet eure ganzen Pilzkäufe und alles drum und dran weitermachen könnt. Denn wer sich vielleicht daran erinnern kann, habe ich letztes Jahr, um genauer zu sein, vor, ich glaube 2 Tagen oder so, habe ich ja ein Video dazu gemacht, wie die Platz 1 Gilde auf EU8 quasi gebannt worden ist und die zerbrochen ist durch halt eben betrügerische Maßnahmen, die sie halt eben im Spiel gemacht haben. Und da wollte ich nochmal ein bisschen was zu ergänzen, denn ich habe nochmal, nachdem ich das Video gemacht habe, haben mich nochmal 1, 2 Leute angeschrieben gehabt, weil das dann doch ziemlich nochmal die Welle gemacht hat, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Haben mich nochmal ein paar Leute angeschrieben, die da nochmal ein bisschen näher drin involviert waren, ohne jetzt genauere Namen zu nennen oder beziehungsweise die auch in Kontakt vielleicht standen mit den Leuten, die sowas gemacht haben. Und das Ganze ist halt eben über, wie schon vor 2 Tagen erwähnt, halt über Maßnahmen gegangen, wo halt eben Leute vergünstigt irgendwie versucht haben, an Pilze zu kommen und das natürlich halt eben dementsprechend Folgen hatte. Ich habe nochmal ein paar kleine Insider-Informationen dazu bekommen und die wollte ich euch auch auf keinen Fall vorenthalten, weil sowas könnte euch natürlich auch in Zukunft, die ballern schon draußen, ich hoffe, dass euch sowas natürlich auch in Zukunft eventuell den Hintern retten könnte und dass ihr auf sowas auf keinen Fall euch einlasst. Denn es gibt, so wie ich das verstanden habe, Leute, die halt eben, wie gesagt, versuchen, günstiger an Pilze zu kommen, halt eben durch gewisse Umwege. Und das passiert nicht einfach so von manchen Leuten selbst, sondern das passiert, um vielleicht auch so ein bisschen die Spur zu verwischen oder so, das passiert tatsächlich über Pilzdealer. Ja, und ich rede jetzt nicht hier von den Pilzdealern, wo ihr hier standardmäßig eure Pilze kaufen könnt, sondern über Real-Life-Dealer, die Pilze für günstigere Preise anbieten. Und die verscheuern halt wirklich Pilze an Leute für unter dem Kurs, sag ich mal. Und die Leute kaufen dann von diesem Pilzdealer die Pilze zu einem günstigeren Preis. Und das ist wohl auch zum Teil in der Gilde Apple Pay passiert. Also es haben natürlich Leute von sich aus günstiger Pilze gekauft, manche haben das aber auch über einen sogenannten Pilzdealer, so ein Fake-Pilzdealer halt eben auch gemacht und hat sich das vielleicht so unter der Gilde so ein bisschen rumgesprochen. Also das ist jetzt hier Angaben ohne Gewähr, sag ich mal. Haben Leute untereinander vielleicht gesagt, ey, hier und da, hier gibt es günstiger Pilze zu kaufen, hier kauf mal, du kannst bei dem günstiger Pilze kaufen und dann hast du so und so vergünstigte Konditionen und so. Und das haben dann Leute teilweise auch gemacht in der Gilde, ohne sich vielleicht den Konsequenzen bewusst zu sein oder vielleicht waren sie sich auch dessen bewusst, aber sind das Risiko eingegangen. Auf jeden Fall haben dann auch teilweise Leute in der Gilde eben auch Pilze von diesen Pilzdealern zu günstigeren Preisen gekauft und das ist dann am Ende nicht aufgeflogen, weil großartig Playa hier und da ein paar Bans gemacht hatte, sondern auch teilweise der Pilzdealer, der die Pilze den Leuten verkauft hat, quasi also da hat der Dealer seinen Käufer hops genommen. Und das hat er weil er natürlich
die Pilze an die Leute verkauft hat. Sorry, Digga, es tut mir voll leid, dass sie jetzt hier so rumböllern da. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Auf jeden Fall hatten die Leute dann die Pilze beim Pilzdealer gekauft. So, und der Pilzdealer, der hatte dann einfach über Apple die Käufe wieder storniert, sodass dann quasi es so aussah, als ob die Käufer Pilze bekommen haben, ohne zu bezahlen. Und daraufhin wurden deren Accounts dann gesperrt, weil die natürlich Pilze aufgeladen haben, ohne die dann bezahlt zu haben, und weil der Pilzdealer, der den Leuten die günstigeren Pilze verkauft hat, einfach die Käufe wieder zurückerstattet hat. So, und dadurch sind dann quasi teilweise Leute in der Gilde auch wirklich gebannt worden, weil die halt eben Pilze auf dem Konto hatten, ohne die zu bezahlen, beziehungsweise es wurde eine Rückerstattung getätigt von diesem Pilzdealer und dadurch wurden die Accounts halt gesperrt. Denn ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber falls ihr vorhabt, irgendwie Pilze von eurem Account wieder zurück zu erstatten, beziehungsweise euren Kauf wieder zu bekommen, dann müsst ihr damit rechnen, dass euer Account daraufhin dann auch gesperrt wird. Also ich hatte es schon öfter hier und da gehört, ich habe es selbst noch nicht erlebt, weil ich es selbst noch nicht gemacht habe. Wenn Leute Pilze von einem Account auf den anderen Account transferieren, dann müssten sie damit rechnen, dass der Account, wo die Pilze entzogen werden, auch eventuell gesperrt wird. So, ne? Wie der Wortlaut der genauen AGBs lautet, kann ich euch jetzt nicht ganz genau sagen. Da habe ich mich jetzt wirklich, muss ich sagen, jetzt nicht großartig reingelesen. Aber wenn ihr halt eben einen Kauf zurückerstattet und halt eben die Pilze genutzt habt oder so, dann wird euer Account halt eben gesperrt, weil ihr halt eben Pilze genutzt habt und euer Geld wiederbekommen habt. So, ne? Das ist ja dann quasi kostenloser Spielspaß und dann müsst ihr halt damit rechnen, dass der Account halt eben finito, futschu, weg ist. Ne? Es gibt natürlich auch so eine Ausnahmen wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier 100 Euro aus Versehen aufgeladen und ich habe die Pilze noch nicht genutzt, ich würde sehr gerne die 100 Euro wieder zurückerstattet bekommen und dann werden euch die Pilze abgezogen, so, ne? Dann wird natürlich euer Account jetzt nicht gleich sofort gesperrt. Das ist natürlich klar, so tolerant ist natürlich Shakes and Fidget und Playa Games auch, aber wenn ihr das im großen Stil macht, über tausende Euros, ja, und dann halt noch eben zu vergünstigten Konditionen, das kommt dann ja halt noch dazu, ne, über tausende Euros zum Serverstart rausprasst und dann alles im Nachhinein dann auch wieder zurückerstattet, ne, dann müsst ihr halt eben damit rechnen, dass euer Account danach halt eben auch einfach weg ist, ja, und wie gesagt, sowas ist halt eben auf EU7 passiert. Da haben halt eben Leute vereinzelt zu besseren Konditionen bei sogenannten Pilzdealern, die halt eben damit so ein bisschen anscheinend Handel betreiben, Pilze gekauft. Der hat dann seine Kunden hops genommen, hat die Pilze zurückerstattet und dadurch wurden die Accounts von den Leuten halt eben auch hier teilweise auf dem Server gesperrt. So auf jeden Fall meine Erzählung. Deswegen auch von mir ganz wichtig, bitte kauft, wenn ihr wirklich Geld ausgeben wollt, bei offiziellen Quellen, kauft im Webshop. Ne? Das ist das, wo ihr halt immer safe eure Pilze zu den besten Konditionen herbekommt. Denn wie gesagt, im Webshop bekommt ihr halt Pilze zum normalen Kurs. Bei Steam, iOS und Android kosten die halt 20% mehr. Da kostet das höchste, also das 3000 Pilze-Paket kostet da 120 Euro und im Webshop halt eben 100. Und das sind halt eben die besten Konditionen, die ihr halt euch Shakes and Fidget machen kann. Und wenn ihr halt eben mit diesen Preisen nicht zufrieden seid oder die zu teuer findet, ne, und dann halt eben im Ausland kauft, dann müsst ihr halt eben mit den Konsequenzen so rechnen, sag ich mal, ne? Und deswegen, falls euch jemand in eurer Gilde oder irgendwo, ja, eine Nachricht schreibt, ihr bekommt, oder du kannst hier Pilze günstiger bei dem und dem kaufen, das ist legit, das ist alles auf jeden Fall rechtens so, dann lasst euch bitte auf diese Leute nicht ein.
Ja, im Gegenteil. Bitte screenshottet solche Nachrichten und schickt das auch dem Support, dass ihr dann halt auch gleich die Leute dann halt auch eben exposen könnt, die sowas dann auch unter der Hand machen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass sowas teilweise immer noch hier und da über die Bühne geht und ich hoffe, dass da auch in Zukunft ein bisschen was auch gegen gemacht wird. Wie gesagt, das war auf jeden Fall so erstmal ein großer, richtiger Schritt, dass hier auch die komplette Gilde so ja, zum größten Teil aufgelöst wird und die Leute dann halt eben auch ihre ja, gerechte Strafe bekommen und halt eben auch eine sehr geile Aktion von diesem, ja, ich sag mal Pilzdealer, auch wenn das, was er an sich macht, nicht geil ist, halt eben so war schon eine coole Aktion, sag ich mal, dass der halt eben die Leute hops nimmt, die halt eben für günstiger die Pilze haben wollen, dass er die halt eben so hops nimmt. So, ne? Das ist auf jeden Fall schon ziemlich, ja, es kommt einem so ein bisschen vor wie im Film irgendwie. Ne? Gut. Leute, ich will euch nicht weiter auf den Sack gehen. Die Leute gehen mir da draußen auch extrem auf den Sack. Ja, also wenn man jetzt gerade ein Video aufnehmen will und da draußen sowas passiert, ne, das ist natürlich hart nervig. Ne? Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich natürlich, dass ihr alle unbeschadet ins neue Jahr gekommen seid. Mit einer wichtigen Message starten wir auf jeden Fall 2024 und ja, wurde nochmal so ein bisschen turbulent, sag ich mal, zum Anfang oder sagen wir mal zum Jahreswechsel. Ne? Alles klar, das soll soweit von mir gewesen sein. Passt immer auf, ja, bleibt stabil, bleibt ehrlich und dann wird euch auch in Zukunft nichts passieren. Ne? Ansonsten seht ihr halt eben, was dabei rumkommt. Habt ihr ja in der Vergangenheit gesehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.